Laura, ich bin sehr froh, dass du heute beim Berlin Travel Festival mit dabei bist. Was genau ist Urbanana? Urbanana ist eine 10-Millionen-Metropole, die sich vom Ruhrgebiet über Düsseldorf bis unten nach Köln erstreckt. Wir haben den Dom, wir haben die Zeche, wir haben auch die Kö, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken und das im Rahmen einer Stippvisite oder auf einem Auslandssemester oder vielleicht auch, wenn man sein erstes Startup bei uns gründen möchte. Auf jeden Fall gibt es viel zu entdecken bei uns. Okay, aber woher kommt dieser Name Urbanana? Ja, der schließt sich natürlich nicht auf den ersten Blick weg, aber die Neugier. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unser Gedanke gewesen. Urbanana ist nicht nur eine Region, sondern eben auch ein Förderprojekt von Tourismus NRW zusammen mit seinen Partnern Köln, Düsseldorf und Ruhrtourismus. Und unter den ganzen Unternehmungen und Vorhaben und Maßnahmen, die wir hier in diesem Rahmen so machen, die müssen wir natürlich so ein bisschen sammeln und bündeln. Und da ist Urbanana die Marke, mit der wir eben diese ganzen Dinge zusammenfassen. Und wenn man genau aufpasst, dann formt tatsächlich die Region vom Ruhrgebiet über Düsseldorf bis runter nach Köln eine Banane, eine urbane Banane. Und man darf sich ja nicht so ernst nehmen und ein bisschen international verständlich bleiben möchte man ja auch. Und schon war dieser Name geboren, der zum einen Marke ist, aber eben genau für diese Region steht. Du hast uns jetzt die Sehenswürdigkeiten kurz angerissen, aber Urbanana ist ja eher auf den außergewöhnlichen Pfaden unterwegs. Warum in den Quartieren? Ja, genau. Also wir sagen eben, alle großen Monumente, Sightseeings haben ihre Berechtigung, aber nehmt euch gerne nochmal die Zeit und flaniert durch unsere Veedel, durch unsere Viertel, unsere Straßen, erkundet den kreativen Einzelhandel, sei es eine Goldschmiede, sei es Designerkleidung, First- und Secondhand oder in Düsseldorf auf dem Karlsplatz regionale Spezialitäten oder ein leckeres Jumaro-Eis zu essen. Und im Ruhrgebiet, neben den 15 Ruhrkunstmuseen vielleicht auch einfach nochmal eine Runde Tanzen dranhängt in der Mischanlage in Essen oder ein Feierabendbierchen irgendwo auf einer kleinen Mauer rund um Köln. Also da ist auf jeden Fall viel zu entdecken. NRW als Creative Hub, worauf können wir uns 2021 freuen? Also im September startet bei uns mit der Zentrale im Düsseldorfer Ehrenhof die erste virtuelle Skulpturenausstellung, die AR-Biennale, also mit sozusagen dem Hub im Ehrenhof, im Kunstpalast, aber auch eben mit Satelliten in Köln und im Ruhrgebiet. Zu der laden wir natürlich herzlichst ein. Also da ist auf jeden Fall viel geboten, neben einer Ausschreibung des Urbanana Awards, die im Sommer auch wieder startet, genauso unsere Stadtmagazine, die alljährlich erscheinen und einem Veranstaltungsformat im Rahmen der RUBUK, wo es darum geht, den transformatorischen Charakter von Urban Art in Zusammenhang mit der Industriearchitektur, gerade im Ruhrgebiet, mit den ganzen Zechen nochmal herauszuarbeiten. Du hast mich jetzt so neugierig gemacht. Hast du uns heute auch was mitgebracht, was wir uns zusammen anschauen können? Ja, natürlich. Ich habe ganz viel mitgebracht, aber im Sinne des Projektes möchten wir natürlich die Akteurinnen sprechen lassen, die Mover und Shaker, und ich würde sagen, wir schauen es uns einfach an. Da schauen wir jetzt mal rein. Wir sind Tina und David, wir sind Gründer und Herausgeber von The Dorf. The Dorf ist ein urbanes Kulturmagazin für Düsseldorf. Wir haben The Dorf 2014 als Online-Magazin gegründet und geben aber mittlerweile auch schon im 5. Jahr unser jährliches Printmagazin heraus. Wir stellen im Online- und im Printmagazin kreative Menschen, Gesichter, Plätze in Düsseldorf vor und berichten über Kunst, Kultur, Musik und alles sonst, was noch im Dorf passiert. Man kennt gefühlt alle Menschen, man trifft viele Menschen, wenn man auf der Straße, in Cafés ist, etc. Zum anderen glauben wir, dass gerade was Kreativität angeht, Düsseldorf da definitiv auf einem internationalen Level mitspielen kann. Es gibt super viele Menschen hier in der Stadt, die ein super hohes Potenzial haben, und ich glaube, da müssen wir uns einfach nicht verstecken und können da locker auch auf internationalem Niveau mithalten. Und ganz in der Nähe ist die Stresemannstraße, die sich in den letzten Jahren sehr spannend und schön entwickelt hat, und dort findet man das Velvet, eins unserer Stammcafés in der Stadt. Da trifft man auf jeden Fall immer wirklich interessante Menschen und kann auch sehr lecker dort essen. Wo wir einfach gerne sind und was auch direkt bei uns um die Ecke ist die Birkenstraße mit dem Hinterhof, wo die Kunstsammlung Filara ist, die Bäckerei Bulle mit ihrem Bistro und die Filmwerkstatt. Ich liebe den Geruch von frischer Druckerschwärze.
Aber Urbanana ist natürlich auch in den virtuellen, in den Augmented Realities unterwegs. Die Spannung steigt auf die erste virtuelle Skulpturenbiennale, die im September vom NRW-Forum in Düsseldorf ausstrahlend in Köln und im Ruhrgebiet natürlich auch und weltweit stattfinden wird. Aber schon seit August kann man in Gelsenkirchen das Urbanana A-Reel erleben, ein Urban Art Walk ganz auf eigene Faust. Mein Name ist Matthias Krenzek und zusammen mit vielen Verbündeten habe ich Deutschlands erstes Festival für Virtual Reality ins Leben gerufen. Das Festival heißt Places VR Festival und es findet jedes Jahr hier in Gelsenkirchen, mitten in der Metropole Ruhr statt. An einem Ort, der wirklich sehr Urbanana ist. Und wer uns besuchen kommt beim Festival, der kann diese neuesten Innovationen ausprobieren und erleben. Das Spannende an unserer Region hier ist, sie ist niemals fertig. Nehmt das Ruhrgebiet. Es hat sich in den letzten 200 Jahren etliche Male komplett neu erfunden. Du selbst kannst hier jede Menge bewegen. Das mag ich wirklich sehr. Das Viertel hier rund um die Bochumer Straße in Gelsenkirchen. Das ist ein Ort mit wahnsinnig viel Tradition und irgendwie auch das ganze Ruhrgebiet verdichtet auf einer Straße. Und ja, abends trinke ich dann mal ein Feierabendbierchen in der Trinkhalle. Das ist auch so ein genialer Ort. Trinkhalle, so heißt hier eine Kneipe. Und die verbindet die moderne Craft-Beer-Szene mit dieser traditionsreichen Kultur der Kneipen im Ruhrgebiet. Bei uns im Ruhrgebiet zum Beispiel reißen wir unsere alten Industrieanlagen nicht einfach ab oder lassen sie verfallen. Nee, wir erfinden sie einfach nur mal ganz neu. So wird dann aus dem alten Hochofen Konzertsaal oder aus den alten Eisenbahnlinien, wo die Kohle transportiert wurde, wird eine Fahrradautobahn. Das ist auch der Grund übrigens, warum unser VR-Festival Places heißt. Denn wir machen das auch. Wir benutzen alte Orte, zum Beispiel hier leerstehende Ladenlokale oder Hinterhöfe. Und da kann man dann bei unserem Festival die Technik von morgen erleben. Einmal im Jahr schreiben wir unseren Urbanana Award aus. Wir zeichnen innovative städtetouristische Dienstleistungen, Informationsangebote, neue Erlebnisse, Aktivitäten aus, die eben genau an der Schnittstelle von Kreativwirtschaft, Digitalwirtschaft und Tourismus ansetzen. Weil wir denken, und es wurde schon bewiesen, da ist noch unfassbar viel Potenzial. Sei es ja aller TikTok und Dance Moves, sich mit verschiedenen Bewegungen die Stadt zu erkunden. Oder ja, mit hinter die Kulissen von sonst verschlossenen Türen im Bereich Modedesign zu blicken. Alles ist dabei, jeder hat eine Chance verdient und wir freuen uns, wenn ganz viele neue Ideen bei uns auflaufen. In diesem Jahr freue ich mich ganz besonders, im Rahmen des Open House Essen hinter verschlossene, architektonisch wertvolle Türen zu blicken. Aber Natalia, das kannst du viel besser erzählen. My adventure with Northern Westphalia region started in 2002 as I came here as an exchange student. I was going to high school in Essen for 1 year and it was a really great time to meet my friends, to spend time here in Urbanana region, walking with friends, sitting on the river, visiting all the cultural places, events, concerts. It was really great time for a very young person to go to school here and just to make friendships, to get to know the culture.
Now I'm back here for living and working, and what I really love about the region, about North Rhine-Westphalia region, is that you can just get into your car or on the train, and in half an hour or an hour be in a different place, in a different city, just for a small city break. I think it's the only place in Germany, or maybe in the whole world, where you just go out with your dog, and on the other day you make the video for the festival with the person you meet when walking. Open House Essen. It's the first edition of Worldwide Festival of Architecture, showing the city of Essen. What we are showing is not only architecture, but actually it's more about people creating the city, about artists, about what are they doing here. It's a really great opportunity for citizens and also for tourists to see the city in a really different way. And it's also my way to show what I really appreciate about North Rhine-Westphalia region. Die Vorfreude ist riesig auf reale Erlebnisse. Gläser klirren, herzliche Umarmungen, aber gerade das letzte Jahr hat gezeigt, wie wandelbar und anpassungsfähig die Kreativen in Urbananas sind. Sei es Window-Shopping in Köln-Kalk oder Mülheim, sei es ja im Ringloch-Schuppen in Mülheim an der Ruhr, zeitgenössischer Tanz oder Konzerte von Love Machine aus Düsseldorf im Livestream. Alles war dabei. Aber natürlich möchten wir die Zwischenzeit nicht nur überbrücken, sondern auch nutzen und ja, die Menschen dahinter, die MusikerInnen, die DJs, die Clubbetreiber, die BarbetreiberInnen in den Fokus rücken. Und das machen wir zusammen mit Thomas Fenker vom Kaputt-Magazin in einer 10-teiligen Video-Editorial-Reihe. Vorher werfen wir nochmal einen Blick zurück auf das letztjährige Asphalt-Festival in Düsseldorf. Festivalmacher Bojan Vuletic hat einfach mal ein analoges Festival Corona-konform umgesetzt. Super beeindruckend. My name is Bojan Vuletic, and I live in Düsseldorf and work all over Germany as well as internationally. One could say I'm a true cosmopolite living in the metropolis of Urbananas. Together with Christoph Seger zu Mühlen, who is a theater director, I'm the head of the Asphalt Festival in Düsseldorf, which takes place every summer. Even last year, during the pandemic, we managed to reinvent the festival and to follow all the necessary precautions and feed 4,000 people with great arts. What I love about this whole area, because to me it expands beyond the city limits, is this vast mix of different cultural opportunities. From the philharmonies to small clubs, from beautiful galleries to great contemporary art museums like the K21, and small street food places and beautiful fancy restaurants, it's all there. Hidden gems for me are the performances in public space by the Theaterkollektiv Pierre Vert, the Weltkunstzimmer, which is an old factory turned into an art space, and the concerts at the Kid Café, which is located above one of the coolest museum spaces in Europe. You should come and experience it yourself. Hello, my name is Thomas Fenker. Together with Linus Volkmann, I run the magazine Kaputt, magazine for insolvency and pop. We are based in Cologne, but we cover artists from all over the world. We are very much looking forward to work together with Urbananas and Tourism NRW on our project Deep Talk NRW, dedicated explicitly to artists from the region. There will be 10 video editorials in the end, and we have Roman Chesney as the cameraman for this project, which I'm very happy about. I live in NRW for the last 20 years. I moved there from Stuttgart in 2000, and since then I really enjoy the region. It's quite easy to travel between the cities, and that's of course important for me because I teach at 3 universities within the country. That means I have to travel to Paderborn, to Düsseldorf and to Bochum-Essen. My favorite spot in Urbananas is a tough question. I would say the Kunstverein für die Rheinlande in Westfalen is my choice because they have a great history of exhibitions. The Salon des Amateurs is based in the same building, which is like a little bar, coffee thing. A lot of friends are involved, like Detlef Weinrich, Toulouse-Lautrec, or Vladimir Ivkovic and Lena Willikens. And also Düsseldorf is offering Little Tokyo, as I call it, a great amount of Japanese restaurants. My secret spot cultural-wise is Raketenstation Hombroch, a little like art
enclave between Düsseldorf and Cologne. They have like an exhibition hall called Langen Foundation. There's also artist spaces for people who are writers, musicians, filmmakers, artists, and it's also great nature around, so you can go there and you can spend the whole day there and experience both art and nature. Ja, so ihr lieben Weltenbummler, ihr Flaneure, ihr digitalen Nomaden, ihr Start-up-Gründerinnen, Schwestern im Geiste. Was bleibt mir zu sagen? Schaltet auf Neugier, holt euch Inspiration auf urbanana.de, fühlt euch herzlich eingeladen. Willkommen in Urbanana.